Meine Kollegin Eva Adlan und ich stehen hier in der Ausstellung Die weibliche Seite Gottes, die erste Wechselausstellung im Neuen Jüdischen Museum, die wir Ihnen in 6 Kapiteln vorstellen wollen. Jetzt geht es um das 3. Kapitel, das unter dem Titel Bedrohung Frau steht. In Genesis gibt es 2 Geschichten davon, wie der Mensch geschaffen wurde. Einmal wird die Frau aus der Rippe von Adam, dem Menschen, geschaffen. Ein andermal heißt es, und Gott schuf sie als Mann und Frau, als Ebenbilder. Es gibt verschiedene Interpretationen dessen, warum es diese 2 Geschichten gibt. Eine Interpretation besagt, dass Adam tatsächlich 2 Frauen hatte und dass die erste Frau, die als sein Ebenbild geschaffen wurde, sich ihm nicht unterwerfen wollte, dass es darüber zum Streit kam und sie ihn verließ und zu der männermordenden, verführenden Dämonin Lilith wurde. Diese Lilith, so die christliche Vorstellung, suchte Adam und Eva dann im Garten Eden auf in Form der Schlange, die sie dazu verführte, vom Baum der Erkenntnis zu essen, den verbotenen Apfel. In der jüdischen Tradition wird Lilith als Dämonin imaginiert, die insbesondere Frauen im Wochenbett heimsucht, bevor ihr Kind, wesentlich ihr Sohn, beschnitten wurde und sie mit dem Leben bedroht oder auch das Kind droht zu ermorden. Eben diese Dämonin gilt es, mit Amuletten abzuwehren. Wir zeigen hier verschiedene Amulette, die diese Funktion haben. In den 70er Jahren kam es in der zweiten Frauenbewegung zu einer Neubewertung der Figur der Lilith. Dort wird Lilith als eine selbstbewusste, verführerische, aufrührerische Frau entdeckt, in Teilen auch verehrt. Und eben diese Neubewertung spielt bis heute in Zeitschriften oder auch in manchen Frauenbuchläden eine Rolle. Ja, und da wir in allen Kapiteln zeitgenössische Kunst mit einbinden, so zeigen wir hier unter anderem das sehr beeindruckende, großformatige Werk von Kiki Smith, The Serpent, die Schlange. Kiki Smith ist immer wieder fasziniert gewesen, die Frau und die Schlange in Verbindung zu bringen und hat sich hier direkt von einem Gemälde aus dem 15. Jahrhundert, dem sogenannten Wiener Diptychon, der Darstellung des Sündenfalls inspiriert. Sie zeigt nur die Schlangenfrau, die in diesem Gemälde außergewöhnlicherweise als echsenartiges Wesen dargestellt wird. Sie greift diese eine Figur heraus, überträgt sie überdimensional auf eine Glaskonstruktion und doppelt sie, schafft wieder ein Diptychon, ein ganz anderes, das eine ganz andere Lesart mit sich zieht und dieser Echsenfrau eine ganz andere Bedeutung gibt. Für Kiki Smith ist die Schlange zum einen ein göttliches Symbol, zum anderen ist es auch das Symbol des Kreislaufs des Lebens.